10 Anzeichen dafür, dass du ein Heiler bist, ohne es zu wissen. Solange es Menschen gibt, gibt es Heiler. Sie besitzen Fähigkeiten und Fachkenntnisse der besonderen Art. Jedes Dorf verfügte über einen Heiler, sei es noch so klein. Ob Medizinmänner oder Hebammen, ob Heiler naturverbundener Glaubensrichtungen, Religionen oder Ethnien. Heiler sind und waren schon immer Menschen mit einer starken Verbindung zu Mutter Erde, zur Natur und vielseitigem Wissen von heilbringenden Pflanzen und einem besonderen Kontakt zu Tieren. Ihre Lebenserfahrung und ein gutes Gespür für Menschen und Tiere machten diese Menschen zu universellen Heilern. Heiler leben und wirken mitten unter uns. Manche erkennen ihre Fähigkeiten, andere erkennen ihre starke Verbundenheit zur Heilkraft der Natur, haben aber keinen Antrieb oder hören aber den Ruf nicht, als Heiler tätig zu werden. Wir stellen dir heute 10 Merkmale eines Heilers vor. Wer weiß, vielleicht bist du ja ein Heiler, ohne es zu wissen. Nummer 1. Du lebst lieber zurückgezogen als mitten in einer belebten Stadt. Traditionellerweise lebten Heiler nie mitten im Dorf oder innerhalb einer Siedlung. Ihr Platz war tatsächlich und sinnbildlich gesprochen immer schon am Rande der Gesellschaft. Dort waren sie das Bindeglied zwischen freier Natur und dem sozialen Gefüge einer Gemeinschaft, ob in einem Zelt oder einer Hütte im Wald, jedoch weit ab vom Trubel des geschäftigen Alltags. Sie bevorzugen die Stille. Wer ihre Dienste in Anspruch nehmen wollte, musste sich zu ihnen begeben. Auch heute noch gibt es viele Menschen unter uns, die lieber in der Abgeschiedenheit leben und Menschenmengen meiden. Sie genießen das Alleinsein und beschränken den Kontakt zu anderen Menschen auf ein Minimum. Jede gesellschaftliche Interaktion kostet sie enorm viel Kraft. Wenn auch du zu den Menschen zählst, die weniger soziale Kontakte und lieber ein Dasein mit ihren Tieren inmitten der Natur bevorzugen, könnte dies ein erster Hinweis auf deine Fähigkeiten als Heiler sein. Nummer 2. Deine innere Stimme, die sogenannte Intuition, ist sehr stark ausgeprägt. Heiler wissen nicht von Geburt an, welchen Auftrag sie haben. Besser gesagt, mit der Geburt und dem Schleier des Vergessens haben sie vergessen, welchen Auftrag sie in dieser Inkarnation haben. Sie lernen quasi jeden Tag ihres Lebens neue Dinge dazu und erinnern sich Stück für Stück. Mit ihrer etwas anderen Beobachtungsgabe entwickeln diese Personen ganz natürlich eine ausgeprägte Intuition. Sie hören, sehen und fühlen feinste Schwingungen und Veränderungen in ihrem Umfeld, lange bevor diese sich der breiten Masse offenbart hat. Die Fähigkeiten und Intuitionen verstärkt sich bekanntlich, je öfter man sich ihrer bedient. Nummer 3. Heiler fühlen sich allen Geschöpfen dieser Erde verpflichtet. Das Leid von Menschen, Tieren und der Natur geht ihnen quasi förmlich unter die Haut. Sie fühlen das Leid von Lebewesen und deshalb setzen sie sich ein, dass kein Lebewesen unnötig leiden muss. Weder Mensch noch Tier dürfen leichtfertig Gefahren ausgesetzt werden. Wer weiß, wenn du es als deine Pflicht ansiehst, dass kein Teil der Schöpfung missachtet oder mit Füßen getretet werden darf, wenn du deine Berufung darin siehst, Mutter Erde, die Tiere und die Menschen nach Kräften zu unterstützen, zu beschützen und zu dienen, kann diese Leidenschaft ein Hinweis darauf sein, dass du ein Heiler der neuen Zeit bist. Nummer 4. Deine Träume sind sehr lebendig und sehr intensiv. Die Botschaften in Träumen haben in vielen indigenen und naturbezogenen Völkern und Religionen einen sehr hohen Stellenwert. Wissen kann uns auf vielfältigen Arten zuteil werden. Wenn dir deine Träume überdurchschnittlich lebhaft real erscheinen, können sich wichtige Erkenntnisse dahinter verbergen. Jedem Menschen offenbaren sich Dinge, die zwischen Himmel und Erde stattfinden. Aber nicht jeder hat das Bewusstsein, diese Dinge zu deuten. Vielleicht gehörst du ja zu ihnen. Nummer 5. Du bist nicht nur ein guter Zuhörer, auch deine Ratschläge kommen gut an.
Nach einer Tasse Tee und einem Gespräch mit dir geht es den meisten Menschen um Längen besser als zuvor. Auch für diverse Wehwehchen des Alltags und leichte Erkrankungen bei Mensch und Tier hast du eine Lösung parat. All diese Kleinigkeiten machen in Summe den großen Unterschied aus, ob jemand das Potenzial zu einem Heilerleben in sich trägt. Hast du dich in der Beschreibung erkannt? Nummer 6. Du siehst dich dem Weltgeschehen verpflichtet. Du hast einen nicht endenden Wissensdurst und du erkennst Zusammenhänge, auch hinter den Kulissen. Du willst nicht nur wissen, sondern auch verstehen. Du betrachtest das Schicksal des ganzen Planeten als deine Aufgabe. Nummer 7. Du fühlst dich schon dein ganzes Leben lang fehl am Platz und nirgends so richtig zugehörig. Heiler verbinden die Welten zwischen der Erde und dem Feinstofflichen. Allerdings hat diese besondere Aufgabe leider auch zur Folge, dass sie für diese Gabe und ihr umfangreiches Wissen von der Gesellschaft zwar geschätzt, aber dennoch kritisch beäugt werden. Heiler spüren das. Vielleicht muss es sich so anfühlen, wenn man mit einem Bein auf dieser Erde und mit dem anderen in der spirituellen Welt verankert ist. Hast du dich schon mal so gefühlt? Nummer 8. Körperliche Symptome manifestieren. Hast du schon einmal etwas über die legendäre und sagenumwobene Heilerkrankheit gehört? Überlieferungen zufolge waren Schamanen betroffen. Menschen, die vom Schicksal als Schamanen auserkoren waren, aber die für diese Aufgabe noch nicht bereit waren, litten unter unerklärlichen Erkrankungen wie Rheuma, Arthritis, Autoimmunerkrankungen und chronischen Erschöpfungszuständen. Erst ab jenem Moment, als sie ihre Bestimmung anerkannten und sich ihrer Aufgabe widmeten, verschwanden diese Symptome wie von Zauberhand. Heute geht man davon aus, dass seelische Blockaden die Ursachen für diese schmerzhaften Hinweise waren. Kommt dir hier etwas bekannt vor? Nummer 9. Die Natur, das größte Glück für Heiler. Hier fühlen sie sich zu Hause. Hier tanken sie Kraft und können ihre Akkus wieder auffüllen. Sie können sich hier mühelos mit ihrem höheren Selbst verbinden. In der lärmenden Stadt, in einer Wohnung oder einem Büro eingesperrt zu sein, ist für sie wie ein dunkles Verlies. Sie brauchen direkten Kontakt zur Mutter Erde, um atmen zu können. Hast du dich erkannt? Nummer 10. Du hast einen steinigen Weg hinter dir. Indigene Stämme oder Reitervölker der Mongolen hatten so ihre ganz eigenen Methoden, um ihre Schamanen zu erwählen. Menschen, die vom Blitz getroffen wurden oder als Kinder fast gestorben wären oder andere haarsträubende Erlebnisse unbeschadet überstanden haben, waren dort die Auserwählten. Im echten Leben sind die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, nicht immer so spektakulär. Aber es gibt sie und für geborene Heiler bedeuten sie einen steinigen Pfad bis zum Anerkennen ihrer wahren Bestimmung. Unser Fazit: Besondere Begabungen nehmen uns in die Pflicht. Heiler sind die Brückenbauer unter den Menschen. Wie alle Erleuchteten ist ihnen ein Wissen zuteil geworden, das sie verpflichtet, sich in den Dienst der Menschheit zu stellen. Sie sind auch heute noch die wahrhaft Wissenden unter uns, auch wenn unsere moderne, aufgeklärte Gesellschaft ihnen ihren angestammten Platz verwehrt. Sie bleiben die Außenseiter am Rand, die sie seit jeher immer schon waren und als stille Beobachter abseits. Jedoch können sie ihren Blick schulen und ihr Wissen beständig erweitern. Ihr treuester Begleiter durch die Jahrhunderte hindurch war und ist die Einsamkeit. Und sie ist die einzig wahre Schule für einen Geist von edlen Anlagen. Hast du dich erkannt? Bist du ein Heiler der neuen Zeit? Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eurem Ruf schon folgt. Jeder Kommentar erhält ein besonderes Herz. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Um kein neues Video zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Mal und vergiss nie, du bist geliebt.